Mahlzeit Modellbahnfreunde. Willkommen zu einem neuen Video mit einer kleinen Vectron-Invasion. Vielleicht hat es der eine oder andere schon auf Facebook gesehen. Ja, war so ein bisschen, ich habe auf Facebook jemanden gesehen, der seine Vectrons vorgestellt hat, und in dem Zuge habe ich mir gedacht, hole ich doch mal die Vectrons hervor, die ich so besitze. Und siehe da, es sind mehr als gedacht. Und tatsächlich bin ich nicht mal der größte Vectron-Fan, also am Ende bin ich trotzdem auf 16 Stück gekommen, inklusive der Dual-Mode und der Diesel-Vectron, von denen ich jeweils auch 2 habe. Und es werden vermutlich nicht die letzten sein, denn die Vectron ist doch ja, die mit einflussreichste Lokomotive derzeit im europäischen Markt, obwohl sie auch nicht mehr ganz die jüngste ist. Und ja, jetzt gilt es im Endeffekt ein bisschen aufzuräumen, denn ich möchte euch heute in dem Video ein paar Neuheiten zeigen. Eine ist hier vorne, der Silver Piercer, und eine ist hier in der Mitte. Aber es soll auch um die Fortschritte in Blankenhain gehen, nämlich hier das Waldviertel, was ich hier neu gestaltet habe, und auch hier hinten ein Loch, was ich gesetzt habe. Das Loch, von dem ich gesprochen habe. Ja, da muss ich jetzt Landschaftsangleichungen vornehmen, damit die Bushaltestellen hier Platz finden. Wie ihr seht, ist da schon mal ein bisschen drapiert, eine von den Bushaltestellen. Die Straße wird etwas versetzt werden. Die Mauer muss etwas versetzt werden. Also es gibt da mehrere Arbeitsschritte zu tun. Ihr seht ungefähr hier in der Höhe soll die Bushaltestelle dann sein. Die Bushaltestellen sollen modern sein, das heißt, sie sollen auch den Straßenverkehr nicht so behindern. Und dann werde ich hier die Landschaft so wieder einfügen, dass das ungefähr passt. Auch wieder etwas Fels dahinter, den dann vielleicht noch gesichert, aber auf alle Fälle so, dass sich es wieder gut in die Landschaft einfügt und man nicht das Gefühl hat, das ist irgendwie zerhackstückelt, der Landschaftsbau. Ja, dann habe ich hier oben etwas mit Straßenmarkierung im Waldstück hantiert. Hier ist die Straßenmarkierung. Bin ich leider gar nicht zufrieden. Das ist von noch oder Faller, ich weiß es gar nicht, Straßenmarkierung mit so einem Buntstift, sage ich jetzt mal, salopp wirklich. Ja, sieht auf den Bildern besser aus als in Wirklichkeit, und ich werde mir dann ordentlichen Kreideedding oder sowas besorgen, wo das viel deutlicher ist. Ich denke, die Markierungen, die dabei gelegt sind von diesen Bausätzen, ich hole sie mal. Wo sind sie denn? Hier von noch. Die Markierungsvorlagen sind ganz gut. Aber wie ihr auf den Bildern schon seht, das ist alles ein bisschen verschmiert und macht mich deswegen nicht so happy. Wenn, dann möchte ich doch den Schmiereneffekt oder Gebrauchseffekt ein bisschen selber darstellen und nicht so sehr, dass das vom Stift schon ist, sondern ich möchte das unter Kontrolle haben, sage ich jetzt mal so, dass ich entscheide, wie verbraucht oder das aussieht. Und jetzt ist es einfach, es sieht für TT zu grob schlechtig aus, sagen wir es so. Aber nichts, was rettbar ist, dadurch, dass es jetzt, also es ist nicht komplett dramatisch, aber es gefällt mir einfach nicht, weil es nicht passend ist. Im vorderen Bereich bei der Schranke habe ich da noch etwas mehr aufgetragen. Mal sehen, ob ich da bis dahin filmen kann. Schauen wir mal, ob das bis dahin reicht. So ist doch besser. Ja, für mich nicht zufriedenstellend. Punkt. Es ist okay, aber mehr ist es eben auch nicht. Und wie ihr seht, ist der Wald hier weitergeführt worden. Ich habe hier auch versteckt, von der anderen Seite sieht man es ganz gut, ein paar Rehe, deswegen ist dort ein Jägerstand.
Den sollte ich, glaube ich, auch nochmal gerade hinstellen. Der steht etwas schräg. Hier hinten habe ich dann angefangen, die Brücke besser anzupassen, dass die Landschaft dort auch noch besser angeglichen werden kann. So kleine Arbeiten, dass die Spalten hier ausgeglichen werden am Fundament von der Brücke. Dazu hat es aber erstmal wieder Moltofill gebraucht. Mit dem habe ich hier in letzter Zeit recht viel hantiert, um hier hinten das zu schließen. Wie gesagt, das zweite Gleis kommt hier raus und ich bin ja ganz stark am Überlegen, hier vorne noch so einen Bahnsteig oder so einen kleinen Bahnhof, Plankenheim, Karl-Alexander-Turm oder sowas hier vorne auf das zweite Gleis zu setzen, um da ja, touristischen Verkehr zu haben. Dann hat mich der liebe Frank Zips auf eine Idee gebracht. Ich habe ja hier ringsherum genügend Platz. Hier unten ist die H0 Teststrecke und ja, ich hatte mir überlegt, in einem U was zu machen. Wir gehen nochmal hier rum. Also hier ist jeweils genügend Platz, was machen zu können. Aber bei mir ist es so, dass ich mit meiner Anlage sage, weniger ist mehr. Das wirkt für mich immer besser. Ich möchte nicht ganz so überladenes Gleisbild, sondern ein elegantes, dass die Züge auch wirken. Ja, und jetzt bin ich hier wirklich am Überlegen. Der Frank hat mich da auf eine Idee gebracht, weil er im Grunde recht hat und mich das unterschwellig natürlich auch immer etwas gestört hat. Diese Kehrschleife hier um den Karl-Alexander-Turm, dass der Zug quasi zu schnell wieder vorne ist. Hier hinten wie eine Art zweite auf oberem Level Abstellung herzusetzen. Das ist eine gute Idee. Ich habe mir aber tatsächlich überlegt, könnte ja eventuell noch einen Übergang zu einer weiteren Anlage geben, nämlich hier, weil das, was ich mir schon länger wünsche und auch in x Videos erzählt habe und auch schon gesagt habe, vielleicht eine neue Anlage etc., ist ja, und ihr seht es hier bei den ganzen E-Loks, die hier rumstehen, eine elektrifizierte Hauptstrecke und hier oben quasi eine Verbindung zu bauen auf eine weitere Anlage, die vor allem schöne zweigleisige Hauptstrecke hat. Das bin ich jetzt so ein bisschen am Überlegen. Soweit bin ich noch lange nicht. Erstmal wird Blankenheim grundsätzlich weitergebaut, weil es gibt genügend kleine Baustellen. Wie hinten das Gasthaus, was ich angefangen habe. Das kann ich ja mal holen. Da ist es. Lange nicht fertig. Versuche ich heute mal hinzubekommen. Hier wird komplett Parkplatz entstehen. Wir werden hier schön Pflasterstein. Alt oder neu bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Ich denke eher alt. Die Straße hat auch altes Pflasterstein. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht aufbrechen. Hier hinten wie noch so eine Art Biergarten schaffen. Den Fotografen hier wollte ich eigentlich stehen lassen. Aber das Grün dementsprechend. Ich habe hier auch noch ein paar Bäume. Eine große Eiche, glaube ich, mit dem Baumhaus. Die habe ich eigentlich gedacht, hier mal zu platzieren. Könnte noch passen dort dazu. Ja, und das sind so die Punkte. Dann natürlich die ganze Signalisation umstellen auf LS-Signale. Die Weichenantriebe, ja, das sind so die nächsten Punkte, die jetzt folgen werden, bevor ich mich damit befassen werde. Also ich denke, gegen Ende der Saison bin ich so weit, dass ich sagen kann, machen wir. Ich schaue auch immer, um ehrlich zu sein, nach gebrauchten Anlagen. Also Anlagen, die existieren und die ich vielleicht nach meinem Gusto modernisieren könnte. Nicht, dass ich immer alles selbst an der Anlage modernisiere, aber ja, wo vielleicht die Gleise mal neu gelegt werden müssen. Oder was ich bei vielen leider immer wieder sehe, es werden schöne Anlagen gebaut, Neubaustrecken und dann aber Holzschwellen. Ja, solche Sachen modernisieren, einfach mehr Details reinbringen, um die Anlage einfach noch wirklich, ihr wisst das nun mittlerweile, ich bin
ganz stringent moderner Bahner und möchte einfach das, was heute draußen rumfährt, irgendwie so ein bisschen mit auf die Eisenbahn bringen, um da ja, das kleine Gefühl, realitätsnäher zu sein, zu bekommen, sagen wir es so. Realitätsnah bist du nie. Es ist am Ende immer eine Modellbahn und spielen möchte ich damit auch, aber einfach noch ein bisschen mehr den Schritt Richtung realitätsnahe Modellbahn bringen. Und das heißt nicht, dass wir nicht irgendwelche Fantasiezüge oder sowas fahren lassen können. Ich habe hier hinten auch Sperrscheiben von der Schweizerischen Bahn oder sowas. Also ein bisschen Fantasie gehört auf einer Modellbahn immer dazu. Aber so der erste Blick sollte so wirken, dass man das Gefühl hat, könnte fast echt sein, sagen wir so. Ja, das so viel dazu. Ich würde sagen, jetzt lassen wir noch ein paar Züge fahren. Es gab ein paar Dinge, die ja lange vorbestellt waren, jetzt gekommen sind. Da gehört die Flammenlok dazu, die gut wirkt, wirklich. Leider nicht ganz dem Original entspricht an den Fronten, aber auch das ist in Facebook durch. Muss aber sagen, kann damit leben, weil es vernünftig umgesetzt ist. Es fällt jetzt nicht auf, wenn man sich es 2-3 Mal anguckt, sieht man, dass das Motiv an den Fronten ein etwas anderes ist. Es ist nicht schlecht umgesetzt, es ist einfach nur falsch, aber das ist okay. Der Silver Piercer, wir gehen noch mal zu den 2 Fahrzeugen. So, der Silver Piercer freut mich natürlich, denn ich wohne in der Region Bodensee und ja, endlich haben wir mal eine Lok, die auch im aktuellen Betrieb aktuell ist. Sonst sind wir ja leider meistens bei TT und leider vor allem bei Tillich oft so, Fahrzeuge kommen aufs Gleis 1:120, wenn sie dann schon nicht mehr aktuell sind. Können wir jetzt bei den Vectrons nicht behaupten. Ich hoffe, es ist nicht die letzte Variante. Die SBB hat ja nun in ihren eigentlichen Corporate-Farben für vor allem den Schweizer Betrieb diverse Vectrons als Überbrückung geholt, bis diese Stadler Mehrsystem-Loks, da kommen diese vierachsigen, die ich optisch nicht ganz so hübsch finde, aber gut, ist ein anderes Thema. Ja, und solange hoffe ich, dass vielleicht der Absatz der Vectrons der SBB bei Tillich so gut sind, dass sie sich vielleicht doch überlegen, auch die ganzen anderen schönen Varianten eventuell noch zu machen. Gab ja da zuletzt die graue, die dem Silver Piercer relativ nahe kommt, mit den Bergpaketen. Den Night Piercer gibt es noch, dann gibt es noch die blaue Variante. Also es gibt einige, ich verlange jetzt auch nicht, dass da alle gemacht werden, aber gerade die neuesten im komplett SBB Cargo Hausfarben, ja, die würde ich mir schon noch wünschen, dass die kommt. Als Mitglied des Schweizerischen TT-Modellbahnvereins ist das natürlich fast schon ein Muss, sich sowas zu wünschen. Nein, Spaß beiseite, es ist auch eine sehr schöne Lackierung. Und dadurch, dass die Loks auch international fahren werden, ja, sind sie auch für den deutschen, den österreichischen Markt und so weiter interessant. Von der Lackierung glaube ich auch so, dass sich der ein oder andere nicht moderne Epochenbahner dafür entscheiden könnte, einfach weil es schöne Lackierungen sind. So, jetzt muss ich hier aufräumen. Es gibt da einige Sachen, bevor ihr jetzt fahrende Fahrzeuge seht, wie den Silver Piercer, muss der überhaupt erstmal noch einen Decoder bekommen. Die Flammenlok braucht das nicht, die hat Zimo Sound drauf. Dann gibt es noch die ein oder andere Überraschung. Witzigerweise habe ich zurückgeschaut, die weitere Überraschung, die ich auf die Gleise stellen werde, um dann nachher mit euch noch ein bisschen Zugbetrieb zu machen, ist ziemlich genau vor einem Jahr zur Weihnachtszeit gelaufen und hat jetzt großen Zuwachs bekommen, weil Busch da nochmal was aufgelegt hat. Der ein oder andere kann sich das jetzt vorstellen, wenn er weiß, wo ich mal gearbeitet habe und ich darüber schon mal erzählt habe, welche Wagen in dem einen oder anderen Video sind sie auch schon aufgetaucht. Und zwar, sie werden gerne falsch als Kalkkübelwagen bezeichnet, sind aber Tragwagen, die Kalkkübel aufnehmen können. Busch hat sie jetzt wieder rausgebracht von den Felswerken und da habe ich dann nochmal in einer kleineren Stückzahl zugeschlagen, um da auch dementsprechend Verkehr hier darstellen zu können. Und
ich würde sagen, wir steigen ein und bis gleich im Zugbetrieb. Ja, ein kurzes Zwischenupdate. Die weiteren Fahrvideos werden sich nur auf den schönen Flammenvectron beziehen, den ihr hier seht. Den bekommt ihr gleich zu sehen, denn den Silverpiercer, den ich elektrifizieren wollte, respektive digitalisieren, nicht elektrifizieren, Quatsch. Das habe ich auch soweit getan, habe angefangen, so meine kleinen Superungsarbeiten zu machen. Vorne Puffer und dann noch die Bremsleitung dementsprechend zu lackieren und so weiter und so fort. Und da ich das letzte Mal mit den Trainomatic-Decodern so Probleme hatte, habe ich mir jetzt schon vor einigen Monaten eben dann die ESO bestellt. Ja, und packe das da so drauf und wundere mich, Licht geht. CV-Adresse kann gelesen werden auf meinem Programmierkreis, aber Lok fährt nicht. Ja. Da habe ich schon angefangen, eine Videosequenz zu machen, wo ich euch frage, was das denn sein könnte, bis ich sagen würde, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Keine Ahnung, ob das bei der Bestellung mit drin stand. Ich vermute es jetzt einfach mal und ich habe es glattweg überlesen. Daher gibt es keine weiteren Vectrons, die ich euch jetzt fahrend zeigen kann auf der Anlage, sondern es wird lediglich noch die Kalkkübelwagen von Busch geben, die kommen, und sonst so ein bisschen Zugverkehr. Und ja, beim nächsten Video würde ich sagen, präsentieren wir die Vectrons. Ich habe da schon ein paar Ideen. Ich wollte jetzt fleißig programmieren für Doppel- und Mehrfachtraktionen und so weiter. Aber das müssen wir aufs nächste Video verschieben. Also, ja, wer nicht lesen kann, der muss halt fühlen, und tut mir leid, kann euch jetzt das im Video nicht zeigen. Habe ich einfach nicht aufgepasst, und natürlich, ich habe noch genügend Plux 12 oder 651 Decoder, aber keine Next 18 mehr, also kann ich die jetzt leider auch nicht digitalisieren. Von daher würde ich sagen, auf geht's im Fahrvideo, und beim nächsten Mal gibt es dann auch wieder Vectronen.
Vielen Dank fürs Zuschauen und wer bis hierher durchgehalten hat, würde ich mich auch über ein Like freuen und Kommentare, wenn euch Dinge aufgefallen sind oder euch etwas besonders gut gefallen hat. Schreibt es mir in die Kommentare. Über diejenigen, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und ich hoffe, ihr bleibt der Modellbahn gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!